Schön, Frau Stock, dass Sie sich für mich Zeit nehmen. Ich hatte ja schon am Telefon gesagt, dass ich in meinem ersten Artikel zu Hilfsmitteln über Gehhilfen schreiben möchte. Eine gute Entscheidung, denn diese Hilfsmittel werden ja so oft verwendet. Gehhilfen ermöglichen gehbehinderten Personen eine selbstständige Fortbewegung. Wenn die Personen eine Gehhilfe nutzen, dann haben sie mehr Stabilität und Balance beim Laufen. Da es unterschiedliche Gehbehinderungen gibt, gibt es auch verschiedene Formen von Gehhilfen. Gucken wir uns das an? Ja, gern. Mir fällt der Stock ein oder der Rollator, wenn ich an Gehhilfen denke. Aber bestimmt gibt es noch mehr. Genau. Das einfachste Hilfsmittel ist der Gehstock. Gehstöcke geben mehr Sicherheit beim Gehen. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Gehstöcke im verwendeten Material. Es gibt Holzstöcke und Stöcke aus Leichtmetall. Damit haben sie ein unterschiedliches Gewicht. Das kann für die Person wichtig sein. Wichtig ist auch, die Höhe korrekt einzustellen. Geht das denn auch bei Holzstöcken, dass man die Höhe einstellen kann? Klar, es wird dann ein Teil abgesägt. Wie man die Länge genau bestimmt, steht im Ratgeber unter Was ist bei Auswahl und Anwendung zu beachten? Auch Form und Material des Griffs sind unterschiedlich. Der Handgriff ist besonders wichtig. Die Patienten sollten immer verschiedene Modelle ausprobieren. Wenn mehr Unterstützung notwendig ist, um ein Bein zu entlasten, dann kommen Gehstützen zur Anwendung. Wenn sich zum Beispiel jemand ein Bein gebrochen hat, dann nutzt er so eine Gehstütze, in der Regel eine Unterarmstütze. Man kann auch Krücke sagen, oder? Ja, genau. Umgangssprachlich sagen das die meisten. Wir haben jetzt über Gehstöcke und Gehstützen oder Krücken gesprochen. Diese geben Sicherheit und Balance und entlasten ein Bein. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die nach einem Unfall oder einer Erkrankung erst wieder laufen lernen müssen. Ja, zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Richtig. Für das Gehtraining gibt es das Hilfsmittel Gehgestell. Das Gestell wird beim Laufen jeweils Schritt für Schritt nach vorne gesetzt oder geschoben. Der Nutzer bewegt sich immer zwischen den 4 Standfüßen. Dadurch ist eine hohe Standsicherheit erreicht. Klar, weit kann man damit nicht laufen, aber zum Beispiel kann man damit vom Bett bis zur Toilette gehen. Sprechen wir noch über Rollatoren. Den Rollator haben Sie anfangs selbst schon genannt. Es ist ja auch heute überall zu sehen. Rollatoren kann man draußen und in der Wohnung benutzen. Es geht bei diesem Hilfsmittel darum, das Gehen zu unterstützen und das Sturzrisiko zu verringern. Standardrollatoren werden von den Krankenkassen finanziert und leihweise zur Verfügung gestellt. Wenn ich einen Luxus-Mercedes möchte, muss ich zahlen. Und es gibt inzwischen sehr viele spezielle Modelle. Einkaufsrollatoren, Reiserollatoren, Parkinson-Rollatoren. Meine Oma hat der Rollator sehr geholfen. Sie konnte damit wieder weitere Strecken gehen, weil sie sich jederzeit hinsetzen konnte. Sie hat damit ihre Einkäufe gemacht. Aber sie hat manchmal über Schmerzen in den Handgelenken geklagt. Dann waren vielleicht die Griffe zu niedrig eingestellt. Die Regel ist, die Griffe sollten bei aufrechter Körperhaltung und locker hängenden Armen auf Handgelenkshöhe eingestellt werden. Sind die Griffe zu niedrig eingestellt, beugt sich die Person nach vorn und stützt sich zu stark auf. Die Handgelenke werden stark belastet. Außerdem wird die Schulter nach innen rotiert und es kann zu Schulterschmerzen kommen. Wichtig ist auch, dass sich beim Gehen das Becken zwischen den Griffen befindet. Am besten ist es, wenn die Einstellung des Rollators und eine Gangschulung durch einen Physiotherapeuten oder eine Physiotherapeutin erfolgen kann. Meine Oma hatte auch einen Rollator in der Wohnung. Der war sehr praktisch mit einem Tablet obendrauf. Darauf konnte meine Oma sicher und bequem ihr Essen von der Küche in die Wohnstube transportieren. Genau.
Ein Zimmerrollator ist meist mit kleinen bremsbaren Rädern ausgestattet, schmal gebaut und in einem wohnlichen Design, teilweise Holz gestaltet. Somit ist er schmaler und wendiger als Rollatoren, die auch draußen genutzt werden können. Außerdem verfügt das Hilfsmittel meist über Abstell- und Transportmöglichkeiten und ähnelt dadurch einem Servierwagen. Liebe Frau Stock, das waren schon einmal sehr nützliche Informationen. Wir wollen immer nur kurz einen Hilfsmittelbereich vorstellen. Für diesen Artikel habe ich nun genug Material. Das freut mich. Rufen Sie mich an, wenn Sie noch etwas benötigen. Ich würde Ihnen gern den Artikel kurz schicken, damit Sie noch einmal draufschauen. Gern. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Frau Stock. Auf Wiedersehen.